Ähm, Heute mache ich eine Legung zum Thema, was im Innersten Aufmerksamkeit haben möchte. Und da habe ich 3 Stapel vorbereitet, aus denen ihr auswählen könnt. Und meine Empfehlung ist auf jeden Fall für einen Mondzyklus mindestens, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht auch, je nachdem, was so die Art des Einzelnen ist, sich das einfach nochmal anzusehen oder aufzuschreiben, wenn ihr nicht eh schon Tagebuch führt. Und ansonsten, oder wenn man eher der intuitive Typ ist, sich leiten lassen und gar nichts machen von all dem. Und ja, lasst euch einfach von eurer inneren Führung führen, würde ich sagen. Und die Zeichen, dass man vielleicht ein bisschen aufmerksamer einfach in den Alltag auch ist und auch in sich selbst. Also vielleicht, was für Situationen im Alltag auftauchen, die vor der Legung nicht so präsent waren. Eigentlich passiert das automatisch, weil das dann eh nach oben kommt. Beziehungsweise sobald ihr das wisst, ist es ja schon mal ein Zugang geschaffen zum Unterbewusstsein oder zu dem Thema durch die Legung. Und das hilft dann halt immer, eigentlich muss man gar nicht besonders viel machen, sondern einfach nur damit arbeiten und das dann leben und in dem Sinne dann auch für sich heilen vielleicht, doch nicht. Kann ja, also mit heilen meine ich, dass das wieder in Einklang und Gleichgewicht ist oder beziehungsweise auch wieder zusammengefügt wird, alles an seinen Platz kommt. Ja, und für mich geht es immer hier darum, das ist ein bisschen schwer da Wörter zu finden, dass jeder sein wahres Selbst sein kann, ausdrücken kann und leben kann. Und dementsprechend auch alles andere, was da vielleicht das überdeckt, heilt oder beziehungsweise korrigiert. Ja, und jetzt fangen wir an mit Stapel 1. So, dann gucken wir mal. So, Stapel 1. Ja. So ein bisschen schwierig. Also, Stapel 1 hatte 10 Sodalit als Heilstein. Und mir ist direkt aufgefallen, dass es denen schlecht geht. Aber eher in Richtung Traurigkeit und Psyche, aber also es ist klar, dass es innerlich ist, aber
bei den einen oder anderen sind da auch körperliche Symptome schon vorhanden, die aber damit zu tun haben. Irgendwas will nicht gesagt werden. Es hat sich sehr viel angestaut, würde ich sagen. Ich lese jetzt einmal zum Sodalith was vor, weil das wohl wichtig ist hier in den Stapel. Genau, also normalerweise sorgt der Stein dafür, dass man bewusster mit seiner Seele umgeht und irgendwas hat auf jeden Fall eine sehr starke Wunde ist hier vorhanden, was die Kommunikation mit der Seele abgebrochen hat, so ein bisschen. Man kann den Stein sehr gut benutzen, um quasi nach innen zu gehen oder wie heute viele sagen, meditieren. Da muss jeder selbst wissen, wie er Zugang nach innen findet zu sich. Man kann den Stein mitnehmen oder den auch einfach hinstellen und meditieren. Und der Stein ist auf jeden Fall auch eigentlich darauf spezialisiert, was loszulassen. Was einem sehr schwer fällt. Also in dem Stapel. Es hat auch mit Kontrollmechanismen zu tun, Phobien und Süchten. Also alles, was vielleicht der Seele nicht dient, so bekomme ich das, also was halt für einen selbst schädlich ist. In dem Sinne jetzt nicht unbedingt, dass man vielleicht davon, also im seelischen Sinne, schadet. Bedeutet dann am Ende auch körperlich. Also so eine Art Sabotage und Schaden. Also anstatt im Einklang mit sich zu handeln, ist das eher so wie, dass man sich das bestraft und sich schadet. So nehme ich das hier wahr. Also dass weil das zu sehr irgendeinem Schmerz will man hier betäuben. Und mit dem Stein ist es halt einfacher wieder zu sich selbst zu finden. Also in dem Sinne, dass man das ist echt schwierig. Sich wieder zu sich ein bisschen eine Verbindung aufbaut und die Fehler auch sieht auf dem Weg, den man gemacht hat und vor allem sanft halt wieder zu sich selbst führt. Ich sehe das auch eher als Enttäuschung als als Schmerz jetzt. Ein bisschen eine Art Sturheit. Und ja, hier steht auch noch mal was mit Schuld. Und anstatt der Schuld sich die Situation mal anzusehen, wie sie wirklich war. Also ich glaube, dass es darum geht, da man nicht sprechen kann. Dass etwas schwer auf einen lastet, wo man sich selbst darüber nicht klar ist. So fühlt sich das für mich an, was einem einfach gesagt wurde.
und was einen so ein bisschen sprachlos gemacht hat. Das nehme ich jetzt erstmal allgemein wahr. Das ist auch der einzige Stapel, der die Surrender-Karten hat, also die nachgeben oder sich hingeben. Also das bedeutet, was aufzuhören. So, ihr hattet das 10. Haus noch dabei. Was ist das denn jetzt? Oder, ja, es ist jetzt verkehrt herum. Genau, Steinbock. Energie. Oh, jetzt habe ich hier den Löwe. So, Steinbock. Und Skorpion. Vielleicht mache ich nächstes Mal ein Video andersrum. Aber ja, Skorpion nochmal, dass ihr tief tauchen müsst. Das ist was Tiefes. Durch das Hinterhaus wird es auch mit Glaubenssätzen zu tun haben. Wahrscheinlich. Also was einem... Also ich nehme das jetzt nicht so alt wahr. Aber Steinbock-Energie ist auf jeden Fall, dass man da dran arbeiten muss. Auch praktisch. Mal sehen. Wir haben hier keine Planeten. Wir schauen mal weiter, was die Karten sagen. Es tut mir auf jeden Fall leid. Okay, die erste Karte. Surrender to Spirit. Ja, das ist genau eigentlich, was ich gesagt habe. Also sich selbst sich dem Göttlichen oder dem großen Geist hingeben oder woran man denn auch glaubt. Weil wir haben hier Glaubenssätze. Also hier steht nicht Soul, aber also eher so einer höheren Macht. Okay? Ob woran auch immer ihr glaubt. Ob es die Natur ist, ob es eure Ahnen sind. Das Universum an sich. Planeten, Kräfte, das Göttliche an sich. Den Gott, die Göttin, die Mutter, der Vater. Okay, ich nehme mir hier so, ich fange an so ein bisschen so gebetsmäßig zu sprechen. Das heißt gebetsmäßig bestimmte Formeln. Auf jeden Fall sagt die Karte, nachdem man alles getan hat, also alles, was man getan hat, um sein Ziel zu erreichen, kann man es abgeben und loslassen an das Göttliche. Und das Höhere möchte dann den Rest tun. Lassen auch. Ja, wir hatten ja auch Kontrolle hier. Genau, das an andere abgeben. An höhere Mächte. Und dass dann man höhere Mächte die Arbeit machen lässt für die Magie. Ja. Lustig. Gut. Das ist auf jeden Fall ein tiefer Bruch. So, gucken wir mal die anderen Karten. Die noch nicht. Was wir noch haben. Ja. 10 der Schwerter. Ruin. Und
Dritter des Wassers. Verkehrter. Okay, nochmal gucken, weil das sind immer sehr kindliche, also es geht, das ist so ein bisschen Naturwesenkarten, irdische Karten. Auf jeden Fall ist das jemand, der nicht ehrlich ist. Ein Schwindler, normalerweise. Das heißt, ihr seid aber auch so passiv. Okay. Ihr seid aber auch gar nicht stabil genug, um das zu erkennen, dass es ein Schwindler ist. Und irgendwas möchte ich jetzt zu Ende gehen. Ruin. Also jetzt, das kann gut, das kann auch in dem Sinne so gedeutet werden, das ist ein abruptes Ende. Ne? Es ist brutal. Aber ihr lasst nicht los. Weil ihr es nicht seht. Engel. Karte, die Nummer 3. Wende den Blick und lasse dich von feinstofflichen Energien führen. Was haben wir nochmal? Okay, das ist ja wirklich 3 nochmal, 33 Venus, die Maya-Karte. Glyphe 8. Was für Konflikte steht, die immer wieder aufkommen. Dann haben wir die Haselnuss, spielerische Lebensfunke der Freude und Hingabe. Ich verbinde dich mit deiner natürlichen Freude und der spielerischen Spontanität des inneren Kindes. Komm, entdecken wir die vielen strahlenden Gesichter des Zauberwaldes. Ja, Verbindung zu euch. Wird blockiert. Rückzug. Manchmal liegt der Schritt nach vorne im Rückzug. Geh in dich. Haben wir nochmal. Also ich habe die Karte mal nicht gesehen, ne? Ich habe nur gesagt, was ich wahrnehme. Ja, eigentlich ist es hier sehr deutlich. Haben wir nochmal, weil ich habe das Gefühl, euch geht es wirklich nicht gut. Wir haben Kamille als Heilpflanze. So mit Haselnuss als Wegweiser. Du fühlst dich gereizt, unausgeglichen und besitzt fast keine Geduld mehr. Die Kamille umarmt dich mit ihrer großen Fähigkeit, dir Ruhe und Geborgenheit zu schenken, fast so, als würdest du in den Armen deiner Mutter eine kurze Auszeit zum Durchatmen genießen. Und Löwenzahn. Der Wünscherfüller. Der Stillstand in deinem Leben macht dir gerade zu schaffen. Mit dem Löwenzahn kommt alles ins Fließen. Neue Wege werden sich dir zeigen, wie du luftig und leicht mit einem guten Gefühl gehen wirst.
Okay, dieses Thema möchte innerlich eure Aufmerksamkeit haben. Damit ein Thema sich auflösen kann mit den 10 der Schwertern, was sehr viele Konflikte verursacht. Aber man lässt es sich nicht auflösen, obwohl man loslassen müsste, weil es sehr tief ist und man nicht direkt von außen sieht, was es ist. Aber das Thema ist ja auch, was im Inneren Aufmerksamkeit braucht. Okay, bei euch ist es ein bisschen schwierig. Ich denke, es ist bei allen das Thema an sich ist bei allen wahrscheinlich unterschiedlich. Ich würde euch gerne einfach in den Arm nehmen und nur sagen, dass es leid tut. Weil hier sehr viel Kummer ist. Und die Natur möchte euch gerne helfen, das zu heilen, ja? Dazu müsstet ihr euch zurückziehen, ja? Und in euch gehen. Das liegt hier, das möchte die Aufmerksamkeit haben in eurem Inneren. Einfach mal Ruhe, dass ihr das verarbeiten könnt und tief gucken könnt und daran arbeiten könnt. Das möchte bearbeitet werden mit dem Steinbock und mit dem Skorpion auch tief erkundet werden. Aber es ist ein Glaubenssatz im Weg, der gehen möchte. Es könnte auch eine Person sein. Aber egal was es ist ja in der Wurzel her etwas, woran ihr festhaltet. Eine Idee. Und der Ritter des Wassers zeigt, dass ihr zu passiv seid. Also es ist eine unbewusste Energie, wo ihr seid passiv und dass im Unterbewusstsein irgendwas nicht geklärt ist, dass ihr zu passiv seid und dann halt den Schwindlern glaubt, was Gefühle betrifft, als denen, die ehrlich zu euch sind. Und ihr könnt das ja nicht sehen, weil ihr das nicht loslasst. Und wenn ihr das wenigstens einmal loslasst und euch zurückzieht und hier, dass ihr euch hingebt und loslasst, nochmals hier und das dem Göttlichen übergebt. Einfach auch vielleicht in eurer Vorstellung einfach sagen. Und dann auch einfach aufhören. Das zu kontrollieren. Und darauf zu achten lieber, anstatt es zu kontrollieren,
auf die feinstofflichen Energien, die euch führen wollen. Und eher auf euer inneres Kind zu hören. Ich weiß nicht, warum da jetzt diese Kontrolle ist, aber man kann auch Löwenzahn als Tee trinken. Aus meiner Sicht kommt dieser Stillstand, den ihr gerade erlebt, eben weil ihr nicht loslasst. Und irgendwas euch glauben lässt, dass ihr nicht lieb zu euch sein dürft und nicht spielen dürft. Und dass ihr immer irgendwas kontrollieren müsstet. Ich glaube eher, dass euch diese Schwindler das gelehrt haben. Also das musstet ihr tun, wegen diesen Leuten, und geht jetzt davon aus, dass das immer so ist. Aber wenn ihr euch zurückzieht, ein bisschen Liebe reinlasst, wird das funktionieren. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Das ist eine schwierige allgemeine Energie. Mal sehen, was vielleicht euch noch hilft. Ja, das war auch irgendwas, hat nicht so funktioniert, weil ich das erhofft habt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Nur müsst ihr ein bisschen in euch gehen, weil ihr was falsch gedeutet habt. Ein Ende. Und das richtige Maß. Ja, wir haben ja nochmal, also ich habe das Gefühl auch, er versucht was mit Substanzen oder so. Nicht Substanzen, aber, also könnte sein, aber alles Mögliche, um euch von diesem Loslassen und diesem... Ja! Ja, Entschuldigung für die Unterbrechung. Genau, das richtige Maß. Irgendwas ist zu viel oder zu wenig, also quasi das Gleichgewicht ist nicht, also dass ihr das wieder quasi ausgleichen müsstet. Und die Antworten findet ihr quasi ja, wenn ihr etwas verarbeitet, was passiert ist. Auch Konflikte, Niederlagen, Ruine. Ja, und hier wird auf jeden Fall die Gewohnheit angesprochen auch. Vor allem mit dem Steinbock. Da so eine Art, eine Gewohnheit auch was zu ändern und auch... Es ist aber, glaube ich, eher was man einfach geglaubt hat und wo man einfach auch jetzt tief gucken muss. Ja, es ist schon relativ lang, aber gucken wir noch mal, was noch dazu, was man noch sehen kann, weil ich habe bei euch auch irgendwas ist zu starr, also ihr seid auch natürlich in so einer Starre, ne? Ich meine, was ja auch normal ist, wenn man etwas ändert, auch teilweise.
Aber es gibt irgendeine Unklarheit auf jeden Fall geistig. Also es ist nicht richtig so ein Zyklus. Es ist auf jeden Fall was Tiefes in. Wo ihr rankommt, wenn ihr euch auf jeden Fall zurückzieht. Und von feinstofflichen Energien führen lasst. Also auf jeden Fall von und alles andere einfach mal dem Geistigen übergibt, wo ihr anscheinend Kontrollängste oder irgendwelche Probleme habt. Alles, was irgendwie nicht loslassen könnt oder weshalb ihr euch vielleicht jetzt nicht zurückziehen könnt oder Rückzug auch, was euch Freude machen würde. Also wie ich sehe, ist es einfach, was vergessen wurde, dass es verarbeitet werden muss, aber euch sehr belastet. Und sich darin äußert, dass ihr immer wieder drumherum geht und das immer wieder genährt wird. Dadurch, dass ihr auch immer wieder Situationen zulässt, die euch wehtun, also gefühlsmäßig, ne? Mit Schwindlern, dann ist die Frage halt auch, wo schwindelt ihr euch an? Und das ist halt, dass ihr zu passiv seid, wenn es zu Schwindlern kommt und es nicht loslasst. Irgendeinem Schwindel allgemein wird nicht losgelassen, der sich aber auch innerlich irgendwie, ich denke mal, das ist auch was mit Ideen, die nicht mit euch die jemand anderes euch quasi eingetrichtert hat und wo ihr euch zurückziehen müsst, um diese Ideen zu überdenken, was denn wirklich eure eigene Einklang und Mäßigkeit das richtige Maß ist dieser Idee. Und wie ihr davon richtig auch abschließen könnt im richtigen Maß.
wie ihr das ausgleichen könnt, dass das wieder mehr eins ist mit euch auf jeden Fall. Ich hatte ja auch gesagt, dass irgendwas am Anfang, glaube ich, ja, was ich am Anfang noch gesagt habe, was man so wahrnimmt. Ja, wieder mehr in Fluss bringen, aber es fließt jetzt schon ein bisschen besser. Und um das nochmal zusammenzufassen, es ist wirklich eine innere Arbeit, eine tiefe innere Arbeit, die auch regelmäßig stattfinden soll, mit regelmäßigem Rückzug, Liebe, also lieb zu sich selbst sein, geborgen zu sich selbst sein, dass irgendwas, was still ist, wieder in Fluss kommt nach diesem Ruin und sich dass die neuen Wege, die sich zeigen, dass die auch im richtigen Maß gegangen werden, weil also sich dem höheren Mächten das quasi abzugeben, anstatt immer selber das zu wiederholen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so ein altes Muster ist, sondern einfach nur eine alte Unwissenheit oder Unklarheit über eine Situation, die dann immer wieder Konflikte und Niederlagen schafft, die einen immer mehr von sich selbst wegbringen und von, ja, dem Inneren. Und auch vielleicht irgendwelchen Schuldgefühlen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es tut mir leid, dass das ist halt eine allgemeine Legung. Also, aber ich versuche auch so weit wie möglich, dass ihr ja, es geht ja um, was innerlich Aufmerksamkeit will und da ist ein Teil, also ich würde eher sagen, dass die Verbindung an sich irgendwie gestört wurde. Ja. Und das jetzt tief liegt und das jetzt raus möchte oder verarbeitet werden möchte. Ich wünsche euch viel Erfolg und seid lieb zu euch. Und denkt dann noch an die Hasel, die spielerische Lebensfunke, ja, Freude und Hingabe. Nochmal die Haselnuss, ne? Ein bisschen spielt auch nur für euch vielleicht. Euch zurückzug in euch geht, um das zu verarbeiten, Glaubenssätze überdenken. Und immer wenn man vielleicht ungeduldig wird, mit Kamille arbeiten oder gereizt ist. Und sich selbst diese Ruhe und Geborgenheit ausgleichen, die ihr sonst durch Kontrollmechanismen versucht herzustellen. Ja, wie man das vielleicht ersetzen könnt, also was ihr ohne diese Kontrollmechanismen wärt, vielleicht sich mal fragen oder wie das wäre, wenn es gesund wäre und wie genau, wie was passiert, wenn ihr das loslasst. Und wenn ihr das übergebt, das Ergebnis. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Ich habe mich halt auch immer gefragt, was das bringt. Aber ist halt die Frage, ob ihr das fürs Ergebnis macht. Oder ich meine, ihr habt ja eh schon alles getan, was ihr könnt. Und dann lässt man es ja immer ruhen. Und dann
ist der Rest ja in dem Sinne wirklich Magie. Also was passiert oder was nicht passiert. Ja, das einfach mal abzugeben. Ja, das war jetzt ein bisschen länger. Das war bei euch aber auch ein bisschen schwierig. Ich wünsche euch aber ganz viel Erfolg und ich hoffe, ich konnte euch helfen. So, Stapel 2. Ihr habt den Ozean Jasper ausgesucht. Und ihr seid auf jeden Fall mit der ich will nicht sagen merkwürdigste Stapel, aber sehr bestimmt. Also es ist auf jeden Fall eigen, das Thema. Und was ich noch wahrnehme, also wir haben auf jeden Fall auch das 9. Haus. Ist das das 9.? Ja. Ich mache nächstes Mal das Video mal andersrum. Pluto hatten wir. Und Löwe. Was war denn? Da. Löwe-Energie, ne? Also seid auf jeden Fall, deshalb kommt bei euch auch, glaube ich, nur was sehr Spezielles, dass ihr auf jeden Fall in einer Transformation seid, also in einer Wandlungsphase, durch Pluto hier auf jeden Fall, oder etwas in euch möchte, dass ihr transformiert, weil es geht ja darum, was in eurem Inneren Aufmerksamkeit möchte, und es geht auf jeden Fall um den Selbstausdruck oder etwas, was euch sehr am Herzen liegt mit dem Löwe, was fest in eurem Herzen verankert ist. Und das 9. Haus, ja, ihr seid, das ist halt also, das ist eher ein spirituelles, mystisches Thema. Muss aber nicht mystisch sein, aber ich nehme das hier so wahr. Aber es geht überhaupt um Ideale. Ich finde das 9. Haus eher generell schwierig, aber ich würde sagen, dass ihr das für euch klärt, was ich da jetzt nicht zeigen will. Also, was ich noch wahrnehme, ist aber, dass ihr offen seid und was ändern wollt. Ihr habt nicht so die schwere Energie jetzt oder irgendwas Schweres zu verarbeiten wie Stapel 1, sondern etwas Inneres ruft euch, was auch im Ozean quasi eher auf der Gefühlsseite liegt und der soll Stärke geben, aber auch für Erneuerung. Aber Pluto steht ja auch mit für Erneuerung, beziehungsweise Gestaltwechsel. Und dass man, also der Ozeanwasser, dass man sich an was erinnert, was man vergessen hatte, also vergessener und verlorener Weistum, Weisheit, verlorene Weisheit. Und sich selbst auch mehr zu lieben und andere. Mehr empathisch zu eigenen Bedürfnissen. Nicht, also jetzt weniger, ja auch körperlich. Ich mag das nicht so zu trennen, aber Bedürfnisse, die man hat. Auch auf der Gefühlsseite.
Was mit dem Löwe auch nochmal. Pluto und auch geistig, also was ihr vielleicht lernen wollt. Dann noch eine Erinnerung, dass alles verbunden ist und dass die Natur zyklisch ist, rhythmisch und flüssig. Also auch man selbst. Also ich glaube, der natürliche Teil von euch transformiert gerade. Ja, irgendwas mit Natur auch. Weil als Affirmation wird hier angegeben, ich gebe der Erde gute Dinge und bekomme im Gegenzug dieselbe zurück. Mal schauen, was ihr als erste Karte habt. Der nördliche Mondknoten mit Expansion, also Erweiterung. Ja, ich hatte das ja hier, das irgendwie neues Thema. Da transformieren wollt, also oder eher ja, in euch selbst finden wollt, weiß nicht. Aber ich meine, dafür muss ja was Altes gehen. Naja, mit Erweiterung und Opal. Und der Zahl 27. Dann haben wir wieder die 9. Okay. Ja, das nehme ich auch wahr bei euch. Ihr habt den Nah. Ich glaube, ihr traut euch nicht so richtig, was Neues zu ergründen. Weil, ja, genau, das 9. Haus ist ja auch Reisen, also was in dem Sinne Offenheit, also was Neues. Andere Kulturen, was Neues ergründen. Horizonte erweitern, würde ich es nennen. Und der Nah ist ja sehr gut, weil er geht mit gar keiner Haltung daran. Mit einer offenen, sehr närrischen Haltung. Und das scheint ja auch, also der nördliche Mondknoten, etwas zu sein, genau, wo ihr von Herzen hin möchtet in diesem Leben. Ja, der Gehängte haben wir irdisch. Genau, in den Naturkarten, also in den kindlichen, natürlichen Karten, genau. Mit dem Nah zusammen, dass ihr euch auf jeden Fall hingebt. Genau, und auch eure Perspektive erneuert in dem Sinne. Also der hängt ja an den Füßen, also der hängt kopfüber, in dem Sinne, dass ihr vielleicht mal alles auf den Kopf stellt, damit es transformieren kann. Und ihr neue Blickwinkel quasi sammelt.
ja, sammeln neue Blickwinkel und demnach müsste dann Nerisch reingehen, so wie in Uranus-Energie haben wir hier in dem Deck da auch mit. Also der ist ja nochmal, also das kann auch sehr radikal sein. Wir kommen weiter. Ja. Von den Mayas haben wir den ältesten Hauptgott. Das bedeutet, ihr werdet auf jeden Fall unterstützt, sehr stark. Aber dass ihr auch genau auf das Thema hinsehen sollt. Ganz genau. Irgendwas in eurem Inneren ist nicht so. Also ihr seid zwar offen, aber irgendwo fehlt euch Klarheit. Also ja, irgendwas möchte da. Als Baum habt ihr Frangipani, Flügel im Land der Sinne und der Besinnlichkeit. Mein Duft erfüllt deine Seele und lädt sie in den Garten der Meditation ein. Ich habe ihren Ruf nach Zärtlichkeit, Berührung und Schönheit erhört. Halte Einkehr in meinen wunderschönen Garten und betrachte die Zaubervögel, die in meinen Blütendächern wohnen. Ein sehr schöner Baum. Ja, ich habe hier so ein bisschen Sehnsucht mit drin, da auch die Natur angesprochen wurde. Ja, auch Verständnis für die eigene Natur vielleicht. Irgendwie seid ihr euch selbst gegenüber etwas zu verschlossen. Ihr wolltet auch hier diese richtig schweren Karten, sollten zu euch. Die I Ching-Karten. Die lese ich gleich vor aus dem. Das sind sehr schwierige Karten, aber ihr habt da mal das 36. Ich meine, da sieht man ja nochmal jemanden, der auf die Reise geht und irgendwie alles klärt. Dadurch. Und neue Perspektiven vielleicht sieht und diese Wolke da, die bisher in seinem Kopf war, ich will nicht sagen loslässt, aber vielleicht ja in eurem Sinne transformiert. Ich denke mal, losgelassen habt ihr das schon. Die Frage ist, ob ihr es zulasst. Und das nochmal ein Flussthema, Gefühlsthema für euch. 23. Also, wir haben nochmal die 9 und die 5. Also wir haben noch 12, 3, 1. Also irgendwie ein bisschen Neubeginn auch. Und diese Karte. (59), also wieder die 9 und die 5. Jetzt haben wir doppelt Veränderung, aber Veränderung durch neue Sichtweisen, aber auch Bewegung, ne? Der Natur vielleicht reisen. Damit ihr genauer hinsehen könnt. Dann habt ihr noch diese Karte. Kinder. Als Beziehungsthema. Und eure letzte Karte, die Seraphim-Karten, ist schon wieder die Nummer 23 und die 5.
die Helferkarte. Du bist ein Helfer in der neuen Zeit. Du kannst mehr, als du glaubst. Beginne jetzt, die Zeit ist reif. Also ja, irgendwohin möchtet ihr aufbrechen, was euch am Herzen liegt. Aber irgendwie, genau, es ist ja auch direkt vor seinem Herzen. Irgendwas muss erst umgewandelt werden oder wird auf dem Weg umgewandelt. Oder auch vielleicht aufgeräumt. Ich guck mal kurz, das sind das, was ich denen sagt. Das wollte ihr unbedingt zu euch. Ich habe leider den Fehler gemacht, mir das auf Englisch zu holen. Obwohl das so kompliziert ist und es eigentlich ein deutsches Buch ist. Aber ich weiß auch nicht, warum das so ist. Eigentlich sind die Autoren nämlich auch deutsch. Ja, also das ist ja diese Karte, Nummer 36. Ja, die Verdunklung des Lichts. Deine Ziele und Convictions. Ja, werden konfrontiert mit Mächten, die man nicht beeinflussen kann. Handle trotz deiner Gefühle, als ob du diese schwierigen Umstände akzeptierst. Ja, ich hatte ja gesagt, es geht vielleicht eher um Zulassen anstatt auf Akzeptieren. Hier ist ja auch nochmal der Gehängte. Die Kinderkarte kann einiges bedeuten. Es kann sein, dass ihr Abwehrmechanismen, dass eure Kinder euch die an euch aufzeigen und auffühlen aus eurer eigenen Kindheit. Oder ja, bedingungslose Liebe auch des eigenen Kindes gegenüber, also sich selbst. Also es geht darum, dass wohl bestimmte Sachen ja, es hatte ja hier mit Bedürfnissen auch zu tun. Ja, irgendwas ist nicht so ganz im Fluss, ne? Bedürfnisse, Sehnsüchte. Welche sind ungestillt? Und wonach das Kind sich sehnt. Aber das ist ja hier eigentlich eindeutig. Das möchte ein bisschen auf die Reise gehen und genau hingucken. Aber er weiß nicht wo, ne? Ja. Ja, also indem man das quasi so ein bisschen, ich will nicht sagen, seine Gefühle unterdrückt, sondern einfach alles akzeptiert, was da ist. Ja. Hört auf, also hören die Gegner, also oder das, was euch im Weg steht, hört auf, euch als Feind zu sehen.
Und so kann man Schwierigkeiten vermeiden, indem man einfach alles akzeptiert, aber trotzdem das Ziel im Auge habt. Irgendwas wühlt euch innerlich auf und deshalb geht es darum, Konflikte zu vermeiden, eher Neues ja auch sich hingeben und aus neuen Perspektiven das zu betrachten. Und alles zu akzeptieren, selbst wenn das vielleicht eure eigenen Ideen widerstrebt, dass man sich trotzdem dem hingibt und dann akzeptiert als Gehängter, als Beobachter und aus ganz neue Sicht das sieht. Und ja, und das eher als etwas sieht, um sich zu entwickeln. Genau, und das Dunkelheit zum Tag dazu gehört. Es ging ja auch um die natürlichen Zyklen. Und wenn ihr euch in der Natur aufhaltet, habe ich das Gefühl, weil das hier ganz oft jetzt kam und oder euch da bewegt oder also irgendwie was mit Bewegung, dass ihr da das dann auch automatisch versteht. Und nur dann könnt ihr euch auch entwickeln in dem Zusammenspiel von Tag und Nacht. Eure Identität, also euer eigenes Wesen meine ich halt. Weil es geht auf jeden Fall um inneren Ruf, würde ich sagen, den ihr überhört. Dann die flussschlüssige Karte hier. Ja, the splitting apart. The worsening. Also das Auseinandersplittern, Brechen und das schlimmer werden. Ich habe auch das Gefühl, irgendwas muss schlimmer werden, erstmal damit das transformieren kann. Und ihr sollt genau da hingucken. Ihr seid offen dafür. Also es ist jetzt irgendwie nicht, dass ihr das schon negativ seht, aber ihr überseht etwas. Deshalb sollt ihr genau hinsehen. Und mit irgendwas möchtet ihr beginnen, was euch im Herzen liegt. Das überseht ihr, glaube ich, durch diese ganzen Sachen, die passieren. Und dass sich das alles eigentlich selbst wieder löst. Bis das vorbei ist. Die schwierige Situation. Und in der Zwischenzeit, dass ihr schon mal, ich weiß nicht, da ist irgendwas, was ihr nicht ändern könnt. Deshalb auch der Gehängte. Eine Situation, wo ihr irgendwie keinen Einfluss habt, wo ihr euch einfach ergeben müsst. Und das aus die Möglichkeit nutzt, dass ihr genau hinseht und das aus einer neuen Perspektive und der Sicht eines Kindes seht, dass ihr quasi für die Zukunft das quasi einen neuen Weg einschlagen könnt. Ich meine, das kann alles Mögliche bedeuten, jetzt für alle möglichen Leute. Und dass man nur seine innere Haltung beeinflussen kann. Und das ist anscheinend, weil die Karte 23 neben 23 liegt. Oder ich habe die da hingelegt, wie auch immer. Auf jeden Fall sind das beides 23er-Karten mit den Seraphim-Karten. Du bist ein Helfer in der neuen Zeit. Du kannst mehr, als du glaubst. Beginne jetzt, die Zeit ist reif, dass ihr schon mit irgendwas anfangen
sollt innerlich, vielleicht auch heimlich, ich weiß nicht, das liegt hier jetzt, könnte sein. Aber ich habe hier dieses alleine oder in der Natur, bis die Situation, ich meine, innere Themen macht man immer alleine, aber ich meine, ja, hier steht ja auch nochmal alles akzeptieren und die Zeit zur Reflexion, also das alles betrachten nutzen und zu kultivieren, sich selbst zu kultivieren. Vielleicht sich selbst auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich meine, ich habe ja auch am Anfang was gesagt. Ja, sich selbst gegenüber irgendwie ja, dass irgendwie überall sind gerade auch vielleicht, also finanziell und Streitigkeiten. Wenn man zu briskly ist. Was ist das denn? Okay, ja, mit dem Herzen sehen. Das ist nochmal Löwe-Energie hier und in die Natur gehen und die Situation aus der Sicht der Natur betrachten. Weil ich glaube, sonst, ja, es ist ja auch hier nochmal gesagt worden, jetzt verstehe ich das auch mit den Gefühlen. Ihr seid euch eurer Gefühle vielleicht nicht ganz klar und deshalb arbeiten die so gesagt gegen euch. Genau. Es ist wichtiger, es ist ja auch noch mit dem Löwe hier angedeutet, der ist sehr, also von da auf jeden Fall, Gelassenheit ist hier doppelt, dass man das einfach abwarten muss, hier ja nach innen gehen soll und sehr generous, also ein großes Herz für andere haben soll und auch sich selbst, anstatt sich davon ablenken zu lassen. Also ich habe auch ich meine, die Legung ist ja, was in euch Aufmerksamkeit möchte. Und das anscheinend seid ihr zu sehr in einer äußeren Situation gefangen. Und ihr sollt aber eigentlich aus der Situation eine neue Sichtweise entwickeln oder mehr in Richtung eures inneren Rufes gehen. Was wahrscheinlich schwierig ist, weil gerade alles ein bisschen zerfällt. Wir schauen nochmal 59, die letzte Karte. Die Leute sind echt leid. Ja, klar. Naja. The dispersion, the reunification. Ja. Irgendwas wird jetzt neu zusammengesetzt. Und zwar, wie es der wahren Natur entspricht. Und deshalb soll man ja genau hinsehen, was ist meine wahre Natur, sich dem hingeben. Ja. Ja, irgendwie, dass alle Leute zu einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen.
auch die Familie. Irgendein Streit soll aufhören. Und was loslassen. Neues anfangen. Ja. Irgendwas ist nicht so ganz mit Einklang mit euch und dann sollt ihr genau hinsehen. Ich weiß nicht, ich frage jetzt nochmal, noch vielleicht ein spezifischer Rat ist. So. Selbst wenn schlechte Nachrichten kommen. Ja, man soll weiterhin leidenschaftlich mit dem Herzen handeln. Also seine Leidenschaften des Herzens, aber wie gesagt, trotzdem großherzig bleiben. Irgendwas ist nämlich aus nur eigennützigen Motiven und das ist euch irgendwie, seht ihr das nicht so ganz, dass das in Wirklichkeit ihr eine neue Perspektive auf die Sache braucht und wenn ihr genau hinseht, dass euer Herz was anderes möchte und das auch transformiert werden soll jetzt. Ich weiß nicht, das sind ganz schlechte Nachrichten dann. Ihr seht was als schlecht, was vielleicht nicht unbedingt schlecht ist. Und genau, aus der Kelche. Seelische Erfüllung. Ihr habt auf jeden Fall etwas, was euch erfüllen würde. Und ich meine, hier ist ja noch dass man mit mehreren zu etwas Großem zusammenkommt. Ja. Also die schlechten Nachrichten kommen, wenn überhaupt, nur, weil ihr innerlich in Wirklichkeit was anderes wollt. Und das hat was mit einem Herzenswunsch zu tun, wo ihr genau hinsehen sollt, eure Perspektive, euren inneren Ruf. Ihr seid irgendwie nur geistig offen, aber seelisch muss das irgendwie sich übertragen oder transformiert werden, dass das in Einklang ist und dafür müsst ihr genau hingucken und dann ja, irgendwie will man den Kummer nicht so ganz einsehen, den man hat, oder überhört den vielleicht. Und man stellt sich auch gegen diesen natürlichen Wandel, der hier liegt, der eigentlich zu seinem Gunsten passiert. Also Perspektivwechsel, Gefühle fließen lassen, irgendwie sind die, also ja, du bist ein Helfer und willst eigentlich mit anderen zusammenkommen, machst es aber nicht. Warum auch immer. Für neue Perspektiven und inneren Ruf, das kann ja alles Mögliche sein, aber ich weiß ja auch nicht, bei was du helfen möchtest und du möchtest auch was beginnen und du kannst das auch beginnen, aber du bist viel zu sehr damit beschäftigt, mit diesen alten Perspektiven.
Und du sehnst dich nach Gefühlen und Schönheit, dem Frangipani, also nach was ganz anderem. Aber die Sehnsucht wurde erhört, steht ja hier. Noch ein Rat. Vergangene Erinnerungen werden verdrängt. Schöne Erinnerungen. Ja, irgendwas fließt halt nicht. Und das möchte Aufmerksamkeit, ja. Das ist gefühlsmäßig auch und zyklisch und Natur, eure eigene Natur. Wahrscheinlich, weil so viel im Außen passiert, aber ja, das ist, was ich sagen kann. Ich wünsche euch viel Erfolg und ich hoffe, das konnte euch helfen. Wir haben nochmal hier den Herrscher. Das heißt, ihr könnt das alles. Ihr müsst das nur irgendwie wieder richtig in den Fluss bringen und auch mit euch in Einklang bringen und eurem inneren Ruf und nördlichen Mondknoten, also warum ihr wirklich von Herzen auch hier seid und das dann in dem Sinne auch transformieren, diese Perspektive, ja. Viel Glück. So, Stapel 3. Ihr hattet den Karneol. Jupiter. Was war denn? Mars. Also ihr habt 2 Planeten. Und das 10. Haus. Okay. Also ich muss sagen, dass alles für mich heute ein bisschen schleppend war. Mal sehen, wie euer Stapel ist. Aber ihr seid der entschlossenste Stapel von allen, sag ich mal. Mal sehen, was dann durch eure Aufmerksamkeit will. Aber mit Jupiter ist auf jeden Fall, möchte was erweitert werden. Oder ich habe eher gesprengt, will ich jetzt nicht sagen. Eher erweitert durch Energie, also Mars und Arbeit. Das ist nämlich auch so wahr. Aber es wird etwas, die Energie ist da und alles. Aber es ist ja die Frage, was innerlich eure Aufmerksamkeit möchte. Und da habe ich ganz klar so ein Aber, beziehungsweise entschlossen ja. Aber innerlich ist irgendwas, was diese Entschlossenheit anders sieht. Was auch vielleicht sie gerne anders einsetzen würde. Genau, was übersehen wird. Irgendwas wird übersehen, das habe ich auf jeden Fall klar. Ihr seid auch rein. Mystischerer Stapel. In dem Sinne, dass ihr
vieles alleine macht oder vielleicht ja, eure eigenen Wege geht, ohne. Also ich frage mich, warum ihr das jetzt überhaupt guckt, weil das ja eigentlich nicht eure Art ist, aber okay. Ihr habt diese Karte hier. Mal sehen. The Hidden Worlds. Genau, 38. Mal die 11. Die 2. Ja, ihr wisst eigentlich selber nicht, wohin mit eurer Tatkraft, ne? The Hidden Worlds. Changing Consciousness, Awareness, Extrasensory Perception. Bewusstsein ändern. Bewusstsein bekommen. Aufmerksamkeit meine ich. Sich etwas klar werden. Ja, übersinnliche Wahrnehmung, Empfangen, also The Hidden Worlds. Ich habe das Gefühl, ihr empfangt was ihr innerlich nicht einordnen könnt. Aber es ist einfach eigentlich. Es fühlt sich einfach an. Für mich vielleicht, auch für euch nicht so. The Tower. Deshalb möchte ich ja eure Aufmerksamkeit. Okay. Also der Turm. Nochmal Mars. Etwas ist Umbruch, zerbrochen. Oder soll zerbrechen. Ihr wisst nicht, was ihr zerbrechen sollt, oder? Die Herrscherin auf den Kopf. Leider. Ja. Irdisch gesehen, ja. Vor allem. Oder eine Tür. Turgeister sagen das. Ich glaube, dass ihr eure weibliche Seite gar nicht einordnen könnt. Die Paddlergötter. Bewegung. Entschuldigung, ich war ein bisschen stark da jetzt drin. Genau. Es fühlt sich halt mega vertraut an, ich weiß nicht. Ja, die Paddlergötter. Bewegung. Nochmal die 11. Also irgendwas soll fließen in den Fluss kommen, das wisst ihr auch. Dass es nicht unbewusst ist. Die Herrscherin ist unbewusst oder passiv umgedreht, verdreht. Immer. Genau. Ihr wisst, dass etwas brechen soll, umbrechen soll. Von den Bäumen haben wir Zeder, weiser Segen der inneren Führung. Eine prachtvoll gestuften Flügelschwingung schenken dir Struktur, Aufrichtigkeit und klare Erkenntnisse. Die endlose Weite des himmlischen Gestirns leuchtet durch die Inkarnation deines Seelenweges hindurch. Innere Führung. Ich weiß nicht, wie ihr euch innerlich führen lassen sollt.
Schutzengel, besondere Verbindungen zu den Engeln sind jetzt möglich. Schenke ihnen deine Aufmerksamkeit. Ja, das ist mit Hidden Worlds auch gemeint. Mit, ihr wisst gar nicht, wie ihr das einordnen sollt, was da mit euch passiert ist. Grenzwächter, erkenne die Dinge und Menschen, die deine Grenzen allzu gedankenlos überschreiten, und schütze dich. Ihr hört nichts. Eure Intuition, würde ich sagen, hört ihr nicht. Aber Vertrauen, du bist im Fluss. 30. Tja, und ich dachte, das wäre einfacher bei euch. Ja. Jemand überschreitet eure Grenzen. Okay, ihr seid im Fluss und alles. Das merke ich auch. Also ihr seid in Ordnung. Was innerlich eure Aufmerksamkeit möchte. Ihr wisst, dass das einbrechen soll. Ihr habt die Kraft und die Weisheit. Also Jupiter. Vielleicht habt ihr die auch nicht. Also die Kraft, also die Tatkraft auf jeden Fall, aber vielleicht. Ja, was das 10. Haus soll. Lilith, wilde Weiblichkeit, okay. Habe ich richtig gesehen? Also Lilith ist halt, ja, soll man sagen, die dunkle Seite des Mondes vielleicht, beziehungsweise die man nicht sieht, ja. Ihr könnt auch irgendwas in eurer Weiblichkeit nicht einordnen. Warum? Das 10. Haus. Weiblichkeit. Also das 10. Haus ist eigentlich ein Karrierehaus, Arbeitshaus. Oder eher die Früchte davon. Aber auch wo man kontinuierlich dran arbeitet, weil das ein Steinbockhaus ist eigentlich. Aber auch mit anderen. Und hier anscheinend gibt es ja Leute, die eure Grenzen überstreiten. Permanent. Also gedankenlos. Und wo man sich schützen soll. Ihr wisst nicht wie. Obwohl ihr in Fluss seid. Das ist irgendwie komisch. Ja, wenn man da drin ist, ist das natürlich doof, ne? Entschuldigung. Ja.
Also ich habe das Gefühl, es muss etwas zusammenbrechen, damit ihr eure Weiblichkeit mehr leben könnt. Beziehungsweise ist, ja, die Herrscherin auf dem Kopf, also das ist eine falsche Herrscherin, beziehungsweise ihr seid zu passiv. Entweder ihr oder in eurem Umfeld gibt es eine falsche Herrscherin, aber an sich ist das dasselbe. Weil ihr dann nicht auf eurem Thron seid, sondern diese falsche Herrscherin. Also ihr setzt euch nicht auf den Thron, beziehungsweise dann wird eure Weiblichkeit auch für falsche Sachen genutzt. Also euch wird eingeredet, dass es irgendwas mit euch ist, aber mit euch ist alles in Ordnung. Wilde Weiblichkeit, Zeder, weiser Segen der inneren Führung. Ihr habt keinen Zugang zu eurer inneren Führung. Warum? Schutzengel. Also wie ich das sehe, wollen, wenn ihr daran glaubt, euch Engel führen. Beziehungsweise das, was ihr die ganze Zeit wahrnehmt, aber ihr irgendwie keinen Bezug dazu habt. Also außer übersinnliche Wahrnehmung quasi, beziehungsweise oder Feenwesen. Und das ist das, was Aufmerksamkeit möchte und so eure Tatkraft hin soll, um was zu zerstören, was dieser Weiblichkeit im Weg steht, damit eure Grenzen mehr gewahrt werden. Ihr habt hier ganz viel Fortschritt. Ihr möchtet euch zeigen und den Fluss zeigen. Und ihr wisst nicht wie, aber ihr müsst das lernen mit vor allem müsst ihr eure Grenzen, also wenn ihr das Gefühl habt, dass das woran auch immer ihr glaubt, Engel, Begleiter, Feen, was ihr wahrgenommen habt übersinnlich, dass die geben euch auch Zeichen, dass jemand eure Grenzen überschreitet und das euch schadet. Also, dass ihr dann handelt. Hier ist auch nichts von ich habe fast das Gefühl, also ich will nicht sagen, dass einer euch missbraucht oder so, aber innerlich es passiert etwas äußerlich, was innerlich
euer weiblicher Anteil ablehnt und auch gegen euren Selbstwert ist, beziehungsweise nicht gegen den Selbstwert, sondern euren Selbstwert schadet, weil ihr anstatt in eurer Weiblichkeit zu herrschen, und in dem Fluss, in dem ihr seid, und dem auch Bewegung zu geben. Also irgendwo muss Bewegung rein, was mit Weiblichkeit zu tun hat. Also es ist jetzt nur spezifisch gewesen, es muss nicht sein, aber es ist schon, es muss jetzt nicht sein, dass es wirklich etwas passiert oder ihr ausgenutzt werdet oder ein Mann euch ausnutzt oder so. Es ist halt nur so gemeint, dass innerlich eure weibliche Seite zu wenig eure Bedürfnisse, die ihr da habt, zu wenig nachgegangen werden wird, und das soll aufgelöst werden, radikal. Damit das wieder mehr fließen kann. Was ist genau damit gemeint? Kann ich euch denn noch als Hinweis geben? Wenn jemand nicht weiß, was mit Weiblichkeit gemeint ist. Also zum Beispiel eure Gefühle, ne? Jemand überschreitet die und ihr bekommt auch Zeichen und alles. Und ihr spürt das vielleicht oder auch nicht, aber ihr beobachtet vielleicht nicht einfach mal, nicht beobachten unbedingt, aber ihr merkt das auch. Also ich habe jetzt nicht, dass ihr das nicht merkt. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und die Zeder ist ja auch ein sehr sanfter Baum. Also seid sanft zu euch selber mehr. Und wenn jemand kommt, dann schützt dich aktiv. Also die Botschaft ist hier klar. Man soll zwar weise sein, aber aktiv und vielleicht auch aggressiv und wild, wenn nötig, ja. Und ihr bekommt genug Zeichen oder sonst nochmal darauf achten. Auch nochmal um Schutz bitten. Oder Kontakt zu den Engeln aufbauen nochmal. Hier wird etwas missbraucht, was nicht missbraucht werden möchte. Oder vielleicht eher sich darüber lustig, also ich weiß nicht, es möchte gut behandelt werden, etwas in euch, ja. Aber ich bekomme eher so, dass ihr zulasst, dass es im Außen nicht gut behandelt wird, beziehungsweise müsst ihr vielleicht auch mal gucken, wie ihr damit umgeht. Ja, das möchte eure Aufmerksamkeit. Und also ich habe gar nicht, dass ihr so Angst habt oder so. Ja, ihr wusstet einfach nicht, was ihr machen sollt, glaube ich. Und was innerlich eure Aufmerksamkeit möchte, ist eben, dass ihr alles einreißt oder ändert oder zerstört, was dem im Weg ist, dass ihr euch dem widmet. Und euch auch damit beschäftigt, was ihr braucht.
was ihr fühlt, mit euch selbst. Und ihr macht das anscheinend über übersinnliche Sachen, oder die helfen euch, beziehungsweise ihr könnt das auf einmal empfangen und wisst gar nicht, wie ihr das einordnen sollt, aber oder irgendwelche Leute greifen euch dann an. Hier steht aber eigentlich wenig von Rückzug. Eigentlich nur, dass ihr euch wehren müsst. Also das ist jetzt nichts, was sich euer weiblicher Anteil oder Weiblichkeit auch wünscht, also eure Energie quasi, die dazu zuständig ist, euch zu nähren. Weiß nicht. Ich frage nochmal nach einem Rat, was da jetzt vielleicht, weil ihr hier nicht wisst. Uselessness. Ja. Irgendwie, also 7 Schwerter. Meint ihr, das wäre nutzlos, oder andere sagen euch, das ist nutzlos und das soll einstürzen? Das ist nicht nutzlos. Also wie kann euer Wert denn nutzlos sein? So. Also ich sehe hier eher, man soll sich beschützen, dass mit euch alles in Ordnung ist. Ja. Einfach nur, wenn jemand euch angreift, euch schützen. Also Tochter der Steine im Westen. Da wir den Westen haben, haben wir nochmal dieses Schatten betont. Ja, ihr müsst irgendwie das besser ausgleichen mit 2 Steinen bzw. Münzen. Kann sein, dass das auch Bedürfnisse sind. Irgendwas möchte genährt werden, beziehungsweise sich darum gekümmert werden. Ja, ihr wollt also die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für etwas Größeres als man selbst. Liebe, Mut, Hingabe und innere Schönheit ist der Rat. Das ist vielleicht schwierig zu verstehen, wie das gemeint ist, aber das Weibliche möchte gerne immer bewahren. Und bedingungslos auch sich selbst gegenüber. Und jemand Größeres als man selbst ist eigentlich nur gemeint.
das Rad des Schicksals und der Teufel. Also das haben wir hier nochmal, ne? Also umgedreht. Sich von irgendwelchen Abhängigkeiten befreien, die einem im Weg stehen. Oder dem eigenen Fluss im Weg stehen. Also mit dem größer als man selbst ist nicht so gemeint, dass man sich nicht um sich selbst kümmern soll, sondern dass man darüber hinausgeht. Weil das Weibliche will ja auch vor allem Einklang. Und wenn es das nicht gibt, dann muss man sich auch eben weil man auch an den Gegenüber denkt, ne, dass man dem aufzeigt, dass hier eine Grenze ist und dass das auch ungesund ist. Anstatt, ja, alles Nutzlose muss halt jetzt einfach weg bei euch. Oder alles, ach, das ist nicht der Teufel, Entschuldigung, der Turm, umgedreht. Also, ihr könnt das theoretisch auch dem Schicksal übergeben und die machen das dann. Aber was ist da denn der Rat? Der Hierophant, ja, Jupiter liegt ja auch da, ne? Also man soll schon handeln im Einklang mit seinem eigenen Schicksal. Und wenn dann etwas einstürzt, dann ist das so. Ja. Dann ist das zum höchsten Wohl. Aber irgendwas möchte hier Aufmerksamkeit haben in euch, was die ganze Zeit eurer Weiblichkeit schadet, obwohl man im Fluss ist, wo man Zeichen sieht. Dass ihr was wahrnehmt. Also eure Tatkraft möchte dahin eingesetzt werden. Ja. Und nicht nur, also in dem Sinne greater than, also größeres als man selbst, in dem Sinne, dass jetzt angenommen, da ist jemand oder irgendetwas, wo ihr meint, ja, dem bin ich verpflichtet oder so, dass man darüber hinausgeht und sieht, okay, bin ich nicht, also meine Weiblichkeit ist mehr oder meine Wildheit ist mehr, als dass jemand anders sie ausnutzt. Und dann geht es ja schon über sich selbst hinaus, also weil die einfach heilig ist. Ja. Okay. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir haben hier auch nochmal jemand lügt. Oder ja, ihr müsst euch selbst ausgleichen und euch distanzieren, so, ja. Und da eure Tatkraft einsetzen, anstatt, ich habe das Gefühl, ihr, also macht das doch für euch und nicht, ja, ich glaube, ihr wisst nicht, wie ihr das für euch selbst macht, aber indem ihr einfach alles, was nutzlos ist und euch und eurem Schicksal im Weg steht oder auch vielleicht euren Glaubenssätzen, in dem Sinne euren Wertvorstellungen, was Jupiter auch nochmal sagt, und das 10. Haus, also es sind wirklich mehr vielleicht auch nochmal Glaubenssätze, dass ihr das schützt, weil ihr seid im Fluss und die Zeichen sind richtig. Ja, wenn nicht, könnt ihr nochmal fragen, das steht hier auch nochmal alles. Ich wünsche euch viel Erfolg und dass ihr halt erkennt, dass es etwas Größeres ist und dass ihr von dieser Person dann, oder was auch immer das ist, dass eure Grenzen überschreitet, auch eine Sache vielleicht oder ein Verhaltensmuster oder vielleicht auch wirklich was ihr glaubt, dass ihr euch dafür selbst dann auch schützt und
das dann auch allen anderen dient, weil ihr damit zeigt, dass das ungesund ist. Ja, und das ist halt so gemeint, anstatt ja, das nur machen, um irgendwas zu beweisen. Oder ich weiß nicht, warum ihr das macht, aber oder der Person was zu beweisen oder die irgendwie nähren. Also die Herrscherin umgekehrt ist immer auch die Frage, was nähere ich denn hier und warum? Ja, das hilft mir auch immer sehr, wenn ich mir selbst klar darüber werde, was nähere ich und dahin auch meine Tatkraft dann einsetze. Ja, ihr habt ja genug. Was möchte ich nähren? Meine eigenen Überzeugungen oder ihr werdet auf jeden Fall geschützt und sonst fragt nochmal, ja? Viel Spaß und Erfolg.